Ich finde schon, wie kann man so leben? Ne? Also ich scheiße finde. Werfen die Sachen, ne? Das finde ich krass. Ja, aber Deutschland. Hallo Yoshi und Asal, Adventure. Yay! Wir sind zurück im zweiten Teil unseres Videos. Und zwar, was mein Mann Yoshi, der schon ungefähr seit 5 Jahren genau in Deutschland lebt. Und davon sind wir auch schon fast 5 Jahre zusammen und 2 Jahre verheiratet. Also kennt er sich ein bisschen mit der deutschen Kultur aus. 4 Sachen, die er in Deutschland komisch oder anders findet als in Japan. Erste Sache. Also erstens, was ich hier in Deutschland komisch fand, dass die Leute alle laut sind. Einfach auf die Straße, in der Bahn, in der Öffentlichkeit. Ja, das stimmt. Alle sind einfach laut. Also alle denkt man sich nichts für andere. Ja, also sie nehmen Alle keine Rücksicht. Ja, auf genau, andere. genau. Die verhalten sich, egal, ich bin so. Weißt du? Ja, Also Japan geht nicht. Immer andere gucken, da muss man sich anpassen. ja, das stimmt. In Japan ist man, wie wir auch im letzten Video schon gesehen haben, und wenn nicht, könnt ihr einmal hier drauf klicken und unser Video anschauen. 4 Sachen, die ich über Japan anders oder komisch finde. Und da könnt ihr schon mal sehen, was wir da geredet haben. Ja. Und da haben wir auch, also habe ich erwähnt, dass die Japaner sehr darauf beacht sind, was in ihrer Umgebung los ist Ja. und dass sie sehr ruhig sind. Und in Deutschland ist das meistens nicht so. Also Ja, Deutschland ist laut und groß. Auch Menschen. groß, ne? Die Menschen auch groß, diese Autos sind auch groß, diese Bäume, Park, einfach alles groß als Japan, oder? ja. Du hast auch so gefühlt, oder? Ja, das in stimmt. Japan. Ich finde auch, Japan ist echt süß. Also auch die Gebäude sind kleiner, die Bäume sind kleiner, Ja. im Gegensatz zu Deutschland. Obwohl die Fläche, Alle sind die großen Ja. Leute hier in Deutschland. ja, also in Deutschland ist es auf jeden Fall so, dass von der Lautstärke wir in Deutschland auf jeden Fall lauter sind Ja. als in Japan. Ja, und das ist für Japaner dann ein bisschen anders. Vor allem, wenn man das erste Mal hier ist. Ja. Okay, das Zweite, was du in Deutschland komisch findest oder anders oder seltsam. Zweitens, also ich scheiße finde, die Okay. Bahn. Das stimmt. Weißt du, Japan ist immer pünktlich. Mhm. Egal, Bus ein bisschen versteht, aber Ja. mit dem Bahn, mit dem Zug, alles pünktlich. Aber hier in Deutschland immer Verspätung oder es gibt auch Ausfall. Stimmt. Einfach spontan Ausfall, das kann doch nicht sein. Wenn Japan einmal passiert, dann muss man richtig entschuldigen. Das ist in den Kanten Nachrichten. Ja, das kommt in Ja. den Nachrichten, Leute. Wirklich, das kommt in den Nachrichten, dass die Bahn Verspätung hat. So, und in Japan passiert sowas nicht. Und in Deutschland, wir Deutsche, wenn wir sagen, ja, 20 Minuten Verspätung, ach, das ist in Ordnung. Das akzeptieren wir einfach und wir beschweren uns nicht, weil es schon so dazugehört, dass die Bahn zu spät kommt. Als wir in Japan waren wir teilweise 40 Minuten, 50 Minuten unterwegs, innerhalb Tokio sogar. Und das ist mir gar nicht so vorgekommen. Aber in Deutschland, wenn ich sage, oh, okay, gut, 40 Minuten unterwegs, boah, dann weiß ich bin 2 Stunden unterwegs. Und das ist der Unterschied. Ja, Ja, also auf jeden Fall japanische Pünktlichkeit, auch bezogen auf die Bahn, ist schon krass. Ja, das ist krass. ich finde schon, wie kann man so leben? Ne? Jetzt bin Man ich auch gewöhnt sich nicht dran. gewohnt. Ja. Aber ja, okay, war spät, was kann man machen? Ja. Jetzt bin ich schon, ja. Ja, aber, das stimmt. aber am Anfang war ich so, was? Okay, scheiße. Ich komme nie an. Ja, Ja. machen. Ja. Ja. Deswegen, man muss immer Zeit reinbringen. Man weiß, okay, wenn das jetzt 30 Minuten dauert, muss man viel früher da sein, um anzukommen. In Japan weißt du Bescheid, du kommst an, hier nicht. Ja. Ja. Die dritte Sache, die du komisch findest an Deutschland. Also tolle Sachen in Restaurant oder so, die bedienen die Gäste nicht so höflich, ne? Einfach ganz locker. Bei Japan genau das Gegenteil. Also japanische Höflichkeit und Hospitality auch bezogen auf Restaurants, also auch bezogen auf Dienstleistungen, Restaurants und so weiter, ist another level. Und in Deutschland, obwohl wir in Deutschland auch Trinkgeld bezahlen, ne? Ja. Ist das halt nicht immer so. Also man kann nicht immer erwarten, dass die höflich sind und nett sind oder auch schnell sind.
Ja, Ja. und Supermarkt auch. Ganze die werfen die Sachen, ne? Das finde ich krass. Japan, wo bereitet sich diese Die Box, Tüte, ja. Tüte-Box, dann macht man richtig rein. So, Ja, das perfekt stimmt. rein. Ja. Genau die anpassen. Aber Deutschland, Ja, das ist schon mal echt ein Unterschied. das ist. Wenn man mir in Deutschland die Tüte aufmacht, denke ich so, boah, krass, einige machen das. Also Ja. wenn du eine Tüte stellst, die machen das für dich auch. Tadang. Meistens, Ja. wenn du bei Rewe einkaufst, dann lassen die das. Also wenn du jetzt bei Aldi oder Lidl einkaufst, dün, 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 dün. Ja. Manchmal machen die das bei Rewe, bin ich schon so, wow, danke. Aber in Japan gehört das voll dazu. Die machen das auf, die tun das für dich rein, geben dir die Tüte. Aber auch schnell, ne? Nicht so Ja. langsam. Ganz Ja. schnell. Und es sieht alles so ordentlich und toll aus. Ich fand am Anfang so, also geht das auf. kann man auch so machen, okay? Ja, das stimmt. Ich finde Deutschland auch okay. Also I don't know. muss man nicht so viel erwarten. Also Nee. kann man locker bleiben. Ich finde japanische Style viel besser. Man fühlt Ja, sich gut. ja, Weißt ja. du, wenn ich auch rausgehe und einkaufen gehe, dann fühle ich mich gut. Ja. Und hier denke ich mir so, bitte, bitte, lass die Leute nett sein. Aber nicht Japan ist so freundlich, ne? Ja, Verstehst du? Japan ist so, muss man so verhalten. Deswegen machen die. Aber also also du meinst, so die sind höflich, aber nicht freundlich. Verstehst du? freundlich? Die sind höflich. Oh, kann man. Aber Ich so, weiß es nicht. nur so erhalten. Ich weiß, aber was du Leute- meinst. ja. Aber ich finde trotzdem, mir ist es lieber, wenn die sich so verhalten, auch wenn die es nicht meinen, als wenn die sich nicht so verhalten und dann auch noch scheiße sind. Das ist, Ja, zum Beispiel, wenn man diese Kundin was gemacht hat, ne? Erstmal Arbeit da, entschuldigt sich. Ja. ja, Wir sind schuld so. Ja. Dann danach sagen, was für eine Kundin, Wallah, ja. ja, das stimmt. So in Japan. Aber Deutsche machen nicht. Wenn denkt man sich nicht schuld, dann entschuldigt sich nicht. Ja, ne? das stimmt, ja. Ja, Das sind die Deutschen halt sehr die, direkt. sagen, die können richtig direkt Ja. sagen. Das ist halt so der Unterschied, ne? In Deutschland bist du halt viel direkter und kannst das auch sagen, weil Ja. unsere Kultur in Deutschland ist halt so, Ja, dass diese man direkt. Ne? Direktheit dazu gehört. Ist in Japan nicht so. Ja. Ja. Und die vierte Sache, Vierte Sache, die Menschen auf die Straße oder so, die starren sich an. Ne? die starren dich an. Ja, die starren. gucken, ne? Die gucken so. Leute, das stimmt wirklich. Ohne Ja? Scheiß, als ich in Japan war, also ich war für eine längere Zeit in Japan mit Yoshi und dann ist es halt so, weiß ich nicht, man gewöhnt sich dran so ein bisschen. Die Leute gucken dich nicht an. Also du bist in Japan wirklich in Ruhe gelassen. Auch als Ausländerin, obwohl ich anders aussehe, keiner starrt mich an. Es gehört, glaube ich, auch zur Höflichkeit in Japan dazu oder einfach gehört dazu, dass man das nicht macht. Wenn ich halt, weiß ich nicht, anders aussehen würde oder irgendwas Auffälliges anziehe, klar, es fällt auf, aber keiner würde so gucken. Sondern die gucken einfach ganz kurz so. Man sieht auch, dass die gucken, aber die gucken nicht so lange, dass du dich unangenehm fühlst, finde ich so. In Deutschland ist es anders. In Deutschland, auch wenn du nicht komische Sachen anziehst, die Leute gucken. Ich weiß, für mich war es super krass. Ich bin in Deutschland angekommen, so, und dann war es so, warum gucken die Leute so? Du gehst so auf der Straße und da, weißt du noch, ich bin zu dir gekommen und meinte, Yoshi, hier gucken die Leute so. Yoshi, du warst zu lange in Japan. Ja, aber insgesamt mag Yoshi Deutschland, muss ich sagen. Ja, ich Yoshi, mag Deutschland. Die sind locker. entspannt. Also muss man sich nicht so viel kümmern, ne? Nicht so viel besorgen, nicht mal viel denken. Kann man einfach Leben. so leben. Leben und leben lassen ist halt so das Ding in Ja. Deutschland. Ja. Yes, Leute, das waren die 4 Sachen, die mein Mann an Deutschland komisch oder anders findet. Falls ihr auch sowas der gleichen Meinung seid oder auch sowas erlebt habt oder falls ihr auch seit kurzem nach Deutschland gekommen ist oder irgendetwas an Deutschland komisch findet, kommentiert gerne unter unserem Video. Abonniert uns sehr gerne, wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye bye. Bye!